Was ist Feng Shui? Ja, wenn man wie ich einen schwarzen Gürtel in Feng Shui hat, wird man sowas schon öfter mal gefragt und ja, bin dann auch mit 35 bis 48 Antworten um die Ecke gekommen und dachte, ja, lasst uns mal eine psychologische Ebene beantworten. Also vielleicht für dich, um das so ein bisschen klarer zu kriegen, was Feng Shui eigentlich auch noch sein könnte, oder auch dir eine Möglichkeit zu geben, auf eben die gleiche Frage zu antworten und dabei äußerst begabt auszusehen. Gleich hier bei Feng Shui am Freitag. Ja, hallo meine Lieben, wieder willkommen bei Feng Shui am Freitag und wie immer, lasst gern ein Abo da, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Was ist Feng Shui? Ja, und ein Aspekt von Feng Shui, der oft vergessen wird eigentlich, ist, dass es auch ganz stark um Intuition und Kognition geht. Also wenn wir jetzt heute in die Architektur reinschauen, dann ist es ja oft sehr technisch geprägt. Und wenn man sich dann mit Architekten unterhält, die 20, 30 Jahre in ihrem Job unterwegs sind, dann hört man aber auch schon da, ist so eine große Suche nach Bedeutung oder ja, was ist eigentlich der Klang des Raumes oder wie schwingt Raum? Und das klingt dann schon fast mystisch, esoterisch und man denkt, man hat jetzt aber einen Ingenieur vor sich, was ist das denn? Und das heißt, wenn man zu stark auf die kognitive Seite geht, dann fängt irgendwann die Suche nach Bedeutung wieder an. Und auf der anderen Seite, wenn man jetzt zu stark in diese mystischen Bezüge geht, dann schaut man vielleicht auch mal wieder so ein bisschen, ja, was ist eigentlich Architektur, wie ist so eine Wand aufgebaut, was heißt eigentlich Bodenbelag, ne? Das ergänzt sich sehr schön. Und das ist ein Aspekt, den Feng Shui eigentlich auch liefern will. Also ich sage ja immer so ein bisschen, Feng Shui definiert die Interaktion zwischen Mensch und Raum. Und wenn wir uns mal Feng Shui anschauen, also aus welchen Methoden das besteht, seht ihr hier diese Grafik, das theoretische Modell der Feng Shui-Methoden, dann seht ihr, also es ist so ein Tetraeder auch, der aufgebaut ist. Und es sind eigentlich so 4 Körper, die da drumherum stehen. Einmal beschreibt es die Umgebung, die Formschule und dann Raum, menschliches Verhalten und Zeit, also zeitliche Aspekte. Und das eine seht ihr schon, das ist eher was materiell Sichtbares und auf der anderen Ebene, das ist dieser rote Strich, der da durchgeht, was eher feinstofflich ist, ist unsichtbar oder subtil. Und warum ist es so? Naja, da steht eine Wand, man läuft dagegen, hat eine Beule am Kopf und flucht. Auf der anderen Seite, wenn es um zeitliche Aspekte geht oder räumliche Aspekte, ist das nicht so klar. Also wenn man überlegt, sag mal, ihr seid Modedesigner und versucht jetzt eine neue Kollektion zu designen, dann geht es ja darum, am Puls der Zeit zu sein und zu sagen, okay, das ist jetzt die neue Farbe, das ist der neue Schnitt. Und es gibt nur wenige Modedesigner, die so großartig sind wie Karl Lagerfeld. Also das ist viel, viel schwieriger, diese subtilen Einflüsse aufzunehmen, damit in Resonanz zu gehen und die zu beschreiben. Das Gleiche gilt auch für Raum. Also das kennt ihr auch alle, ist halt vielleicht schon mal in eine Wohnung reingekommen und nach objektiven Maßstäben würde man sagen, okay, das ist echt total toll, das ist eine Designerwohnung und da ist bestimmt ganz viel Geld hier gerade reingeflossen. Die Wohnung fühlt sich trotzdem aber sehr ungemütlich an. Und dann sind wir genau in diesem Konflikt, wo wir sagen, ja, also rein kognitiv ist das eine hochästhetische Wohnung, aber auf einer emotionalen Ebene passt irgendwas nicht. Ne? Und da liefert eben Feng Shui ein Modell, also damit umzugehen und zu gucken, okay, was ist Formschule, was ist direkt wahrnehmbar und was findet eher auf einer emotionalen, vielleicht auch auf einer individuellen Ebene statt. Also deswegen gibt es diese verschiedenen Methoden. Und ihr seht eben, was jetzt Umgebung angeht, ja, die ist sehr, sehr einfach qualifizierbar und quantifizierbar. Also ich kann einen Raum einfach ausmessen, ich kann einen Grundriss anfertigen und der stimmt oder der ist falsch. Also entweder ist die Flächenberechnung da drin stimmt für einen Mietvertrag oder eben nicht. Und dann gibt es halt einen Prozess, ne? Im schlechtesten Fall. Und das wäre praktisch diese Formschule, wo man sagt, so ja, okay, ich begebe mich jetzt in einen Raum rein. Das ist zwar erstmal Materie, es ist das, was da ist. Witzigerweise ist aber die Anwendung der Formschule, sag mal, die 4 Tiere, ja, wie sitze ich denn? Habe ich eine Wand im Rücken? Habe ich rechts und links schützende Strukturen? Was sehe ich denn? Also es ist sehr direkt und eigentlich sehr einfach. Also das kann man wirklich, die Regeln der Formschule kann man, ich glaube, also ich habe einem durchschnittlichen begabten Menschen innerhalb von einem Wochenende ganz entspannt beibringen. Das ist aber in der Ausübung extrem schwierig, weil es voraussetzt, dass man sich über längere Zeit damit beschäftigt, dass man Erfahrung damit sammelt, dass man Referenzerfahrungen sammelt, um dann in intuitives Verständnis zu kommen. Also dass man
die Resonanzen, die im eigenen Körper entstehen, dass man die so klar wie möglich differenziert und zuordnen kann. Das passiert dann zum Beispiel durch die 5 Elemente. Ne? Also da gibt es dann Expertendiskussionen, ja, aber ist das jetzt Feuer, oder ist das Erde? Und aber ja, ist 60% Feuer und 40% Erde. Na, ist nämlich anders war, das ist viel mehr Erde drin und eigentlich auch noch ein bisschen Metall. Ne? Das sind dann so diese, wenn man das dann von außen hört, das grenzt dann eigentlich ans Absurde, versucht aber diese Wahrnehmung, die man jetzt praktisch als Feng Shui-Berater hat, also irgendwie einzuordnen, beschreibbar zu machen. Und das ist genau die Qualität, die Feng Shui eben hat. Und auf der anderen Seite gibt es dann aber Einflüsse, wo man, also wie gesagt, man kommt in eine Wohnung und denkt so, hier ist eigentlich alles ziemlich gechillt und auch nicht nur weiße Wände, es ist ein bisschen Farbe und es sind auch Stoffe und es ist eine Oberfläche. Und also eigentlich sollte sich das ganz gut anfühlen. Also man findet auf Ebene der Formschule keine Erklärung, ist aber trotzdem räudig. Also irgendwas stimmt hier nicht. Ne? Und dann kommen diese ganzen Techniken der Kompassschule hier dazu, wo ich sage, okay, hat das was mit Ausrichtung zu tun? Ne? Und vielleicht ist man an einem bewölkten Tag in der Wohnung und dann sieht man auf einmal, aber die ganze Wohnung ist ja vorwiegend nach Norden ausgerichtet. Okay, das erklärt was. Ne? Und es gibt zeitliche Einflüsse, wo man auf einmal hört, so, okay, das hat jemand so ein kleines Gartenhaus geschossen in so einer Altbausiedlung und es ist so eigentlich ganz süß und versteckt, so ein bisschen im Hinterhof. Und man denkt so, das ist ein wunderschönes Gartenhaus und ein Glückwunsch und es muss ja total toll sein. Man kommt dort irgendwie rein und denkt so, das ist so drückend und hängt hier was drin. Man hört dann, das war halt ein altes SA-Vereinsheim und irgendwie scheint von dieser Schwingung da ein bisschen was übrig geblieben zu sein. Das ist dann so ein geschichtlicher Aspekt, den wir auf irgendeiner Resonanzebene wahrnehmen, ohne das wirklich klar sehen zu können. Also es gibt, wenn man es rein kognitiv dran geht, würde man sagen, aber das ist ja egal, was da früher passiert ist. Ist es aber trotzdem nicht. Also irgendwie scheint da von dieser Schwingung was hängen zu bleiben. Oder man nimmt eine Berechnung vor, die fliegenden Sterne, das ist wie so eine Art Horoskop eines Gebäudes und stellt fest, so, okay, aber das ist ja das Schar der gelben 5 ist auf der Eingangstür. Okay, das liefert eine Erklärung für meine Wahrnehmung. Okay, lass mal gucken, also das Schar der gelben 5. Mit einem Metallelement wäre da ganz gut. Also man übersetzt praktisch diesen energetischen Einfluss wieder auf eine gestalterische Ebene. Also es gibt immer etwas, was man tun kann und fängt an zu gestalten. Und, was ist Metall? Das ist die Farbe weiß, das sind reflektierende Dinge. Ist auch eher so ordentlich und strukturiert, ist also ein hohes Ordnungsprinzip. Und fängt an, dann diesen Bereich zu verändern und merkt auf einmal, okay, also durch diese Neugestaltung verändert sich aber die Atmosphäre in dem Raum oder in dem ganzen Gebäude. Ne? Und jetzt kann man wieder sagen, das ist jetzt rein kognitiv, das ist ja alles Quatsch und da kann man jetzt kein Lineal dran halten und das nachmessen. Man sagt, es macht aber nichts, ne? Weil, 96% von unserem eigenen Verhalten ist eben nicht kognitiv gesteuert, sondern emotional. Also da gibt es eine große Forschung. Das ist auch ein relativ junges Forschungsfeld, Emotionen werden gerade beforscht. Ne? Weil Wissen, 96% unseres Verhaltens wird durchs Unbewusste gesteuert. Und warum dann nicht auf der Ebene auch rangehen und sagen, okay, es kann ja einfach sein, es erinnert mich an irgendwas. Also es gibt archetypische Erinnerungen auch von Ortschaften. Man sagt, irgendwas ist da komisch und okay, aber wie verändere ich dann mein Verhältnis zu dieser Lokalität, zu diesem, wenn man das mal Genius Loci vielleicht nennen will. Und ich sehe aber durch aktives Gestalten kann ich da was verändern, aber es ist kein gewöhnliches Gestalten im Sinne von der Innenarchitektur, sondern es hat einen magischen Aspekt. Also ich gestalte, um etwas ganz Bestimmtes zu erreichen. Das ist ja also ich verändere die physische Welt, um ein Ziel praktisch anzusteuern, ne? Ein übergeordnetes Ziel. Das ist ja diese Definition von Magie. Ne? Und aber tatsächlich verändert es was in meinem Unbewussten, in diesem Unterbewussten, in diesen emotionalen Sphären. Und es ist eben auch eine Möglichkeit, wie ich mit Feng Shui also diese emotionale, unterbewusste Ebene ansteuern kann. Und das sind eben so 2 Aspekte von Feng Shui, wo ich denke, also wie gehe ich jetzt auf einer Ebene, auf der Ebene von Innenarchitektur, Architektur, also von rational-kognitiven, messbaren Ebenen mit so einem Raum um
Und wenn ich damit nicht weiterkomme, also wie kann ich mein emotionales Verhältnis zu diesem Raum, mein unbewusstes, unterbewusstes Verhältnis zu diesem Raum verändern? Und weil wir eben nicht nur rationale Wesen sind, sondern wir auch immer so ein Stück Aberglaube oder auch einen magischen Aspekt haben. Ne? Also ja, man lässt sich jetzt vom Kaminkehrer, vom Schornsteinfeger trauen, weil das bringt ja Glück. Oder, oh, es war eine schwarze Katze, die ist meinen Weg gelaufen. Ne? Oder ich hatte ein Déjà-vu, sie haben etwas in der Matrix verändert. Also egal, wie sich das dann ausdrückt, aber wir alle haben irrationale Aspekte, die wir in uns tragen. Und Feng Shui liefert eben, weil es den Menschen abbildet, auch eine Möglichkeit, mit diesen irrationalen Aspekten umzugehen. So, ich hoffe, das war so vielleicht eine neue Ebene von Feng Shui. Vielleicht war das ein Erklärungsmodell, was ihr so noch nicht gehört habt, was euch vielleicht auch nochmal eine neue Ebene auf Feng Shui eröffnet. Also auch auf Sachen wie fliegende Sterne oder Bajai oder diese dreibeinigen Reichtumskröten, ne? Wo man immer gedacht hat, das ist ja Aberglaube und was für ein Schwachsinn. Und denkt, ja, nee, wir haben auch schon so eine Berechtigung, also wir tragen auch was Irrationales in uns. Und wenn diese Kräfte in uns existieren, warum nicht damit umgehen? Ja, und das war es für heute bei Feng Shui am Freitag. Also ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Kritik und Lob und in die Comments, wisst ihr schon. Ne? Okay.